Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit einem sehr alltäglichen Thema, denn es geht diesmal um das Familienleben in Japan. Wie viel geben wir in einer Woche aus? Natürlich variiert der Preis immer so je nachdem, was man in der Woche vorhat, ob man weggeht oder ob man die ganze Zeit nur zu Hause bleibt. Aber ich dachte mir, ich pick jetzt einfach mal eine aktuelle Woche raus, dokumentiere das ein bisschen und dann sehen wir, was am Ende rauskommen wird. Aber erstmal ganz wichtig vorab, jede Familie in Japan ist individuell und handhabt ihren Alltag anders. Also das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass ich ungern verallgemeinere. Also ich gehe jetzt in diesem Fall von unserer Familie aus, wie wir das handhaben. Und es kann sein, dass ganz viele Leute das ganz anders machen. Traditionell machen das die Japaner so, dass der Mann das Geld nach Hause bringt und die Frau das Geld verwaltet. Die Aufgabe der Frau ist es demnach, das Geld zu verwalten und dem Mann Taschengeld zu geben. Ja, das klingt vielleicht ein klein wenig albern, aber das wird hier wirklich teilweise so gehandhabt. Immer noch. Wir handhaben es zum Beispiel so, dass wir verschiedene Konten haben. Mein Mann hat ein eigenes Konto, worauf er sein Gehalt erhält und dann das Geld direkt auf unser Familienkonto überweist. Dabei aber schon den Betrag seines Taschengelds abzieht. Von dem Geld, was dann auf das Familienkonto kommt, wird dann der Haushalt geregelt, die Miete bezahlt und wenn was übrig bleibt, geht es dann an die Ersparnisse. Und jetzt stelle ich euch ein ganz, ganz tolles Item vor, was ja sehr beliebt ist bei den Hausfrauen hier in Japan. Und zwar das Kakebo. Es gibt viele verschiedene Sorten davon, aber das hier ist so quasi der Topseller unter den Kakebo. Das ist ein Haushaltsbuch. Ich zeige euch gleich auch nochmal die Innenseiten, dass ihr so einen besseren Einblick bekommt, wie man so ein Buch benutzt. Ich muss sagen, es ist ziemlich hilfreich und ist wirklich, wirklich gut, um sich einen groben Überblick über seine Finanzen zu machen. So ein Haushaltsbuch ist eigentlich ganz, ganz einfach gestaltet. Nehmen wir uns mal hier einen Monat vor. Am Anfang gibt es immer so eine ganz grobe Übersicht mit allem drum und dran. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, weil ich ein wenig eingeschränkt bin zeitlich durch die Kleine, lasse ich diese Seite weg und konzentriere mich eigentlich immer nur Woche um Woche auf diese Seiten hier. Hier seht ihr genau eine Woche. Oben steht das Datum. Und hier die verschiedenen Dinge, für die man sein Geld ausgegeben hat. Hier haben wir zum Beispiel ganz oben Nahrungsmittel. Ich muss aber ehrlich sagen, ich schreibe nur noch den groben Betrag hin, denn wie ihr hier seht, ist das noch wirklich sehr detailliert. Hier steht zum Beispiel Fleisch und Fisch, Gemüse, Milch, Tofu, Ei, Sachen für die Gefriertruhe und alles Mögliche. Man kann da wirklich sehr ins Detail gehen und genau werden. Aber wie gesagt, das habe ich früher mal gemacht, bevor Shiori geboren wurde. Aber jetzt mittlerweile ist die Zeit ein wenig knapp, deswegen wird es bei mir die grobe Variante geben. Und hier gibt es noch weitere Unterkategorien. So, und hier unten auf der Seite ist meistens dann für jeden Tag noch immer so ein extra Feld für Notizen. Hier ist auch nochmal Platz für weitere Notizen. Und hier ist halt auch nochmal so eine extra Spalte für die Gesamtrechnung. Und so geht es Woche um Woche um Woche. Und das hier ist halt wohl scheinbar so eine spezielle Hausfrauen-Edition, denn hier gibt es am Rand noch immer so irgendwie kleine Rezepte, die man nachkochen kann, wenn man Lust hat. Und hier am Anfang war auch nochmal so ein Rezeptkalender drin mit verschiedenen Gerichten. Eigentlich eine ganz süße Idee. Ach ja, und falls ihr fragt, wie viel so ein Teil kostet, hier unten steht der Preis dran. So, jetzt wisst ihr, wie das Büchlein hier aufgebaut ist. Ich würde sagen, wir haben heute Sonntag. Ich werde ab morgen mal anfangen, alles zu filmen und alles festzuhalten. Und dann schauen wir mal, was wir dann am Ende der Woche alles ausgegeben haben. Wie viel geben wir aus in einer Woche? Boah, das große Rätsel. Das wird am Ende des Videos gelüftet. Bleibt also dran, es geht bald weiter mit meinem Zukunfts-Ich und ich verabschiede mich hier schon mal. Los geht's!
days caress our skin when we begin to fall. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but I'm not just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you today. So, das war eine Woche an Ausgaben. Es war gar nicht so leicht, das immer alles zu dokumentieren, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und jetzt kommt der interessante Part, der, glaube ich, jeden von euch interessiert. Das haben wir Tag für Tag ausgegeben und sind insgesamt auf diese Endsumme gekommen. Wenn ich diese mit den anderen Beträgen vergleiche von den anderen Wochen, ist es so ungefähr der Durchschnitt bei uns. Mal ist es mehr, mal weniger. Ich meine, okay, diese Woche war es ein bisschen special, denn ja, ich hatte Geburtstag und dementsprechend wurde auch ein klein wenig gefeiert. Solche Dinge wie zum Beispiel Reis bekommen wir immer wieder von seiner Mutter, gesponsert quasi. Die versorgt uns immer wieder mit normalen Reis und Genmai. Das Toilettenpapier, genauso wie Küchenrolle, kaufen wir immer wieder mal beim Costco. Denn dort können wir, wenn wir dort sind, immer gleich eine größere Menge kaufen und haben dann immer genug Reserve erstmal für zu Hause. Was diese Woche auch noch hinzukam, war die Tatsache, dass mein Mann auf Geschäftsreise war und dementsprechend recht viel außerhalb gegessen hat. Das hat er aber alles dann von seinem Konto bezahlt und nicht von unserem Familienkonto. Und eine kleine Sache, die vielleicht auch noch ganz interessant ist, die auch dazu kommt, er macht halt gerade Diät.
Gibt es noch irgendwas, was erwähnenswert wäre? Ach ja, genau, diese kleinen Plastiktüten, wo ich immer den Brokkoli reingetan habe. Diese Plastiktüten nehme ich eigentlich immer ganz gerne mit, weil ich diese für zu Hause nämlich immer brauche. Die sind nämlich immer richtig perfekt für Küchenmüll oder wenn man das Sieb im Badezimmer sauber macht. So, und das war mein sehr ausgiebiges Video. Es war echt lang. Irgendwie mache ich in letzter Zeit irgendwie immer längere Videos. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ja, und ich werde es jetzt packen, werde schlafen gehen und wünsche euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!